Hallo und Servus zusammen. 10 Jahre nach der BMW R90 und nach über 100.000 verkauften Stück veröffentlicht BMW die ersten Bilder und Daten der Nachfolgerin, der BMW R1290, und auf dieser Basis bringt BMW auch gleich noch einen Cruiser namens BMW R12, welche beide ab Frühjahr 2024 beim Händler stehen werden. In diesem Video zeigen wir euch alle Daten, Fakten, Farben und Preise zu den zwei neuesten BMWs. Also los geht's! Man könnte das Video sehr pessimistisch starten und sagen, weniger PS, weniger Drehmoment, teurer und ohne Klappensteuerung, also leiser. Aber das hat weder die Vorgängerin, die R90, noch die neue BMW A1290 verdient. Die BMW A1290 ist der klassische Roadster für dynamische Landstraßenerlebnisse, wie es BMW schreibt. An der A1290 ist nicht alles ganz so neu. Man erkennt natürlich noch gut die Verwandtschaft zur alten R90, aber das ganz Neue mit der BMW A12 kommt später im Video. BMW sagt über die neue R1290 Zeitlosigkeit und hohe Customizing-Qualitäten. Das modulare Konzept, das dem Fahrer ein Höchstmaß an Individualisierungsmöglichkeiten bietet, wie wir es von der R90 schon kennen, wird bei den zwei neuen Versionen noch einmal auf das nächste Level gehoben. Der bereits aus zahlreichen BMW-Motorradmodellen bekannte luftölgekühlte BMW Boxer Motor mit 1170 Kubikzentimeter Hubraum leistet in der A1290 80 Kilowatt, 109 PS bei 7000 Umdrehungen und 115 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen. Die A1290 ist auch in einer A2-tauglichen Version mit 35 kW als 48 PS erhältlich. Der Aluminiumtank mit gebürsteten und klar lackierten Seitenflächen fasst jetzt 16 Liter Tankvolumen. Vorher waren es 18 Liter. Sie wiegt dafür aber auch nur noch 220 Kilogramm, Leergewicht fahrfertig und vollgetankt. Vorher waren es 222 Kilogramm. Und die Sitzhöhe beträgt jetzt 79,5 cm. Vorher waren es 80,5 cm. Bei beiden Modellen wurde das Fahrwerk komplett neu konstruiert. Die neue Airbox ist jetzt vollständig unter der Sitzbank integriert und beide Modelle haben eine linksseitig verlegte Twin-Pipe-Abgasanlage mit zwei übereinander angeordneten Endschalldämpfern. Wobei es auch noch eine Akrapovic-Schalldämpfer für 1035 € gibt, womit man dann aber nur einen Schalldämpfer hat. Ebenfalls hat sich BMW ein neues Rahmenkonzept für beide Modelle einfallen lassen. Der neue und jetzt einteilige Gitterrohr-Brückenrahmen spart Gewicht, vorher war er zweiteilig und besteht aus Stahl mit angeschraubten Heckrahmen, welcher ebenfalls aus Stahl gefertigt ist. Serienmäßig sind die klassischen Rundinstrumente, bei der A1290 die zwei analogen Rundinstrumente für Geschwindigkeit und Drehzahl. Für eine deutlich verbesserte Ergonomie gegenüber dem Vorgänger sorgt insbesondere der um 30 mm kürzere und im hinteren Bereich zudem schmaler gestaltete Kraftstofftank. Die serienmäßigen Fahrmodi sind Rain, Road und Dynamic und die A1290 startet ab 17.410 €. Und beide Modelle sind in je 3 Farbvarianten erhältlich. Die Basisfarbe ist Blackstar Metallic, wie ihr hier das linke Motorrad seht. Aber das linke Motorrad mit der Frontverkleidung und anderen Zylinderdeckeln, seitlicher Kennzeichenhalter, Soloheck usw. kostet natürlich deutlich mehr als 17.410 €. Diese Version der A1290 wird übrigens von BMW selbst A1290 Racer genannt. Die Basis A1290 für 17.410 € würde so aussehen. Rechts daneben seht ihr die Aufpreisfarbe Sanremo Green Metallic, welche 250 € mehr kostet. Das absolute Highlight der A1290 ist natürlich die Option SIM 19 Aluminium, mit Tank in Aluminium gebürstet, weitere Teile in Nachtschwarz Uni, Rahmen in Rot, Soloheck und Fressteilpaket, was dann 2.100 € mehr kostet. Dann gibt es noch das Komfortpaket, welches Schaltassistent Pro, Griffheizung, Tempomat
und die Berganfahrhilfe beinhaltet. Wenn man dieses noch dazu nimmt, welches mit 980 Euro zu Buche schlägt, dann kostet die A1290 Option SIM 19 Vollausstattung 20.490 Euro. Das Vollausstattung steht natürlich in Anführungszeichen, weil nach oben keine Grenzen gesetzt sind. Damit ist gemeint, dass es noch sehr viele Teile und Zubehör direkt vom BMW gibt, zum Beispiel das Digital Display für 120 Euro, mehrere verschiedene Kennzeichenhalter und vieles mehr. Aber vergesst nicht, Individualität kommt niemals vom Fließband und wir sind schon dran, richtig geile und hochwertige Teile für die neue A1290 und A12 zu entwickeln. Also bei uns im Shop vorbeischauen, www.mhornig.de. Dann kommen wir zur neuen BMW A12, welche ein klassischer Cruiser für coolen, entspannten Motorradgenuss sein soll. Was mich direkt an die BMW R1200C aus den 90ern erinnert, mit welcher BMW in den USA erfolgreich werden wollte, was aber trotz einer Nebenrolle in einem James Bond Film nicht geklappt hat. Was ist euer erster Eindruck von der A12? Wird BMW damit in den USA erfolgreich werden? Und wird sie sich mit bzw. neben der R18 durchsetzen können? Schreibt es unten in die Kommentare. Der Boxermotor stellt in der A12 70 kW, 95 PS bei 6500 Umdrehungen und 110 Nm bei 6000 Umdrehungen zur Verfügung. Beim Cruiser ist die PS-Zahl natürlich nicht wirklich relevant, aber zur Vollständigkeit halber und im Vergleich zur A1290 seht ihr hier den Verlauf der Leistung, der bei der A12 ab 6000 Umdrehungen gleichbleibend ausläuft, während die A1290 noch etwas mehr Power aus dem Zweizylinder kitzelt. Bei der BMW A12 beschränkt sich das Instrumentarium serienmäßig auf den Tachometer, jedoch kann der Drehzahlmesser im Rahmen des Original BMW Motorradzubehörs nachgerüstet werden. Der Toastertank, der dem BMW -5 Modellen der 1970er Jahre nachempfundene Stahltank, ist in klassischer Tropfenform gehalten und spiegelt die typische Formsprache eines Cruisers wider. Die A12 ist standardmäßig nur mit einem Solositz ausgestattet und hat ein großes 19 Zoll Vorderrad und ein kleines 16 Zoll Hinterrad. Der Tank fasst 14 Liter und das Leergewicht fahrfertig vollgetankt beträgt 227 Kilogramm, was für einen Cruiser relativ leicht ist. Die Sitzhöhe von nur 75,4 cm macht die BMW A12 auch für kleine Menschen sehr attraktiv. Neben der verchromten Rahmenplakette hat die BMW A12 auch die serienmäßigen Fahrmodi der A1290 und speziell in der A12 gibt es noch die Fahrmodi Rock und Roll. BMW beschreibt die Modi so: Der Fahrmodus Roll ist optimal für ein ausgewogenes Cruisergefühl ausgelegt. Der Fahrmodus Rock macht Lust auf dynamische Kurvenjagd bei optimaler Stabilität. Als besonderes Highlight bewegt sich die A12 im Leerlauf ein wenig rockiger. Das heißt also, der Roll ist der langweiligere normale Fahrmodus und im Rock-Modus schüttelt sich die A12 also ein bisschen mehr, so wie man es von den V2-Konkurrenten kennt. Die schwarze Basis A12 startet ab 14.460 Euro, wie ihr sie hier auf dem Bild seht. Die Basisversion der A12 in Blackstar Metallic kann man recht einfach im BMW-Konfigurator in den sogenannten BMW A12 Bobber verwandeln. Ich habe den hier abgebildeten einmal für euch so exakt wie möglich nachkonfiguriert und komme dann auf 20.601 Euro. Dabei enthalten ist dann neben der A12 in Blackstar Metallic das Komfortpaket, das Headlight Pro, welches adaptives Kurvenlicht beinhaltet, die schlauchlosen Option SIM 19 Räder in Schwarz, ein kurzes Heck mit seitlichem Kennzeichenhalter in Schwarz, die Option SIM 19 Fußrastenanlage in Schwarz, Option SIM 19 Lenkendspiegel und Option SIM 19 Zylinderdeckel. Dann kann die A12 noch in der Aufpreisfarbe Aventurinrot Metallic für 600 Euro mehr bestellt werden. Die abgebildete Maschine hat dann noch ein Windschild für 780 Euro und eine Soziositzbank für 200 Euro mehr verbaut. Auch dies habe ich für euch wieder wie abgebildet konfiguriert und komme auf 17.220 Euro inklusive Komfortpaket und Headlight Pro. Dass ihr bei uns im Shop unter www.mhornig.de vorbeischauen sollt, wisst ihr ja schon. Denn 780 Euro für das Windschild ist nicht ganz ohne, da werdet ihr bei uns mit höchster Wahrscheinlichkeit auch etwas sehr Gutes zu einem besseren Preis finden. Aber vor allem, vergesst das Liken und Abonnieren nicht.
wenn ihr das Neueste über die BMW Motorräder und unsere Produkte nicht verpassen wollt. Aber natürlich ist auch bei der A12 die Option SIM 19 Thorium in Avus Silver Metallic für 2100 € mehr das absolute Highlight, das BMW in 2024 anbieten wird. Die Option SIM 19 beinhaltet dann die Designoption Abgasanlage, was heißt verchromtes Finish am Krümmer und einen elektropolierten Endschalldämpfer, plus Fressteilpaket und Sitzbank mit Nähten. Dann konfiguriere ich wieder das Komfortpaket für 980 € dazu, welches den Schaltassistenten Pro, Griffheizung, Tempomat und Berganfahrhilfe beinhaltet und komme dann schon auf 17.540 €. Aber die abgebildete Maschine ist noch mit Headlight Pro für 200 € und den goldenen Rädern für 850 € ausgestattet, was dann alles zusammen 18.590 € macht. Natürlich gibt es direkt von BMW noch den digitalen Tacho, Sozius-Sitzpaket, weitere Felgen, neu sind hier die schlauchlosen Drahtspeichenräder, welche 550 € für die A1290 und 850 € für A12 kosten, verschiedene Kennzeichenhalter und vieles mehr. Ich hoffe, euch gefällt die A1290 und die A12 so gut wie uns. Auf dieser Basis werden mit Sicherheit tolle Umbauten und Custom Bikes entstehen. Also Servus und bis zum nächsten Video.